Bitcoin ist bald Geschichte. Diesen Eindruck erhält man, wenn man den unzähligen Horrormeldungen über das digitale Gold Glauben schenkt. Doch was ist überhaupt dran an den ganzen Geschichten und Behauptungen? Wir nehmen heute eine kritische und nüchterne Betrachtung vor und gehen in die Vogelperspektive. Wenn auch ihr gerade verunsichert seid, ob ihr Bitcoin kaufen sollt oder nicht, ist dieses Video wie für euch gemacht. Nach dem Intro legen wir los. So meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Seid ihr hin und wieder auch schon auf Artikel gestoßen, die Bitcoin und dessen Dezentralität bzw. Unabhängigkeit zumindest versuchen zu untergraben? Wie zum Beispiel hier dieser Artikel über die Epstein-Files, die damit eben argumentieren, dass Bitcoin keine echte Dezentralität an den Tag legt, weil zum Beispiel Epstein und die CIA dahinter stecken und das ganze Konstrukt finanziert haben, dass es also einfach nur eine Black Ops-Operation ist, um die totale Kontrolle im Endeffekt einzuführen. Dann gibt es weitere Geschichten über zum Beispiel auch USDT, dass im Jahr 2013 bis 2015 ungedeckte USDT gemintet wurden, um Bitcoin in Massen zu erwerben, was hier wiederum zu einer Kapitalkonzentration führt. Und wenn wir uns dies einfach mal angucken, dann stellen wir immer wieder fest, dass es Behauptungen sind, die bisher tatsächlich nicht zweifelsfrei belegt werden konnten. Das sind alles immer nur Indizien, aber wirklich was Handfestes ist bisher nicht dabei. USDT mit der Firma dahinter hat auch immer wieder bewiesen, dass die USDT, die ausgegeben, sprich gemintet wurden, auch gedeckt sind. Es stellt sich höchstens die Frage, ob auch alle früheren USDT darunter zählen. Dies haben wir nicht so genau recherchiert, ob das jetzt auch für alle in der Vergangenheit im Umlauf sich befindlich gewesenen USDT gilt, aber für die momentanen gilt das auf alle Fälle. Wichtig ist zu verstehen, dass es an USDT trotzdem einen Kritikpunkt gibt, welcher aber jetzt nicht unbedingt etwas mit Bitcoin insgesamt zu tun hat, sondern dass halt einfach eine Gefahr hinter den Assets steht, die USDT verwendet, um eben die unternehmenseigene Rendite zu erzielen. Weiterhin ist es auch so, dass wir hier über das Thema Quantencomputing einige interessante Indizien oder zumindest Behauptungen eben gefunden haben, dass eben solche Quantencomputer den Bitcoin-Algorithmus geknackt bzw. gehackt hätten. Das impliziert also, dass unsere Bitcoin-Wallets nicht mehr sicher sind. Allerdings ist es so, dass es hier ebenfalls keinen Beweis dafür gibt. Und wenn man sich die dementsprechenden Artikel einfach mal ein bisschen genauer anguckt, feststellt, dass es im Endeffekt alles nur Studien bzw. Modelle sind, die darauf hindeuten, dass in der Zukunft so etwas eventuell mal passieren könnte. Denn es ist so, dass die Quantencomputer, die momentan existieren, so etwas noch gar nicht machen können. Also die Rechenleistung, die wir bräuchten, die gibt es momentan noch nicht und wird auch bedingt durch die Tatsache, dass dieser SHA-256 Verschlüsselungsstandard bei Bitcoin sehr, sehr hohen Standards erfüllt, auch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre noch kein Quantencomputer existieren wird, der solchen Aufgaben überhaupt gewachsen ist. Wir stellen also fest, es gibt viele Geschichten und Behauptungen, die man könnte sagen, Autorität von Bitcoin untergraben wollen. Das führt natürlich auch dazu, dass viele Marktteilnehmer diesbezüglich verunsichert sind. Und wir stellen uns einfach die Frage, wann denn genau solche Meldungen typischerweise am öftesten auch auftreten. Und hier lässt sich auch ein gewisses Muster erkennen. Und zwar, solche Meldungen treten immer nur auf, wenn Kryptowährungen sich in einem Bärenmarkt befinden. Das heißt, wenn die Stimmung schlechter wird und wenn die Kurse einfach anfangen zu sinken. Und jetzt stellen wir uns einfach mal die Frage, Cui bono? Wem nützt diese ganze Angelegenheit? Könnte es vielleicht sogar eine Sentiment, also sprich eine Marktstimmungsmanipulation sein? Das könnte nämlich zu einer eventuellen negativen Übertreibung führen. Das bedeutet also, dass die Kurse im negativen Sinne manipuliert werden, nach unten gedrückt werden. Und gewisse Investoren oder Investorengruppen könnten dann besonders günstig einkaufen. Wie schon gesagt, solche Muster wiederholen sich sehr oft, nicht nur im Kryptobereich, wir sehen auch in anderen Bereichen, gerade im Aktienmarkt, bei kleineren Werten oder auch bei irgendwelchen Rohstofftiteln, dass solche Marktmanipulationen durch das gezielte Streuen von, sagen wir einfach mal Fake News, ganz gezielt dazu genutzt werden, dass einfach gewisse Kursniveaus wieder erreicht werden, wo der Einstieg, aber auch der Ausstieg sehr lukrativ eben ist. Weiterhin ist es auch so, glaubt ihr, dass zum Beispiel solche Finanzgiganten wie BlackRock
und Co. in ein Asset investieren, bevor sie nicht gründlich recherchiert haben? Jetzt mal ehrlich, diese ganzen größeren Vermögensverwalter oder sagen wir einfach mal die Hochfinanz oder auch die sogenannte Elite, die sich ja selbst so nennt, und das ist für mich größtenteils nur Abschaum, das kennen die meisten jetzt schon, dass ich da eher kritisch eingestellt bin, die sind natürlich untereinander vernetzt. Die wissen ganz genau, wer seinen schmutzigen Finger in welchem schmutzigen Loch hat. Und wenn BlackRock und andere große Vermögensverwalter in Bitcoin, Ether, Solana und so weiter und so fort investieren, dann ist das schon, ja, ich würde mal sagen, mit relativ hoher Sicherheit für die restlichen Investoren verbunden, denn ich denke nicht, dass BlackRock und Co. kurzfristig nur einen Horizont in diesem Investmentbereich hat, sondern dass sie schon langfristig auch investieren wollen, beziehungsweise auch langfristig diese Cash-Cow melken wollen. Und hier ist definitiv festzustellen, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Deswegen können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, lasst euch nicht verunsichern, schaut genauer hin, setzt euch auch mit den Mechanismen etwas näher auseinander, dass ihr da wirklich Sicherheit bekommt und vor allem lest diese Artikel oder diese Meldungen, die gestreut werden, wirklich Wort für Wort, um eben auf diese offensichtlichen Dinge selber drauf zu kommen. Wenn ihr solche Insights, aber auch solche Gedanken selbst mitbekommen wollt, wenn ihr diese geteilt bekommen wollt, dann seid ihr zum Beispiel bei uns in der Mastermind-Gruppe der DeFi Insider richtig. Denn genau solche Sachen besprechen wir hier. Die Mitgliedschaft dort, die schützt euch definitiv zum einen vor FOMO, also der Angst, irgendetwas zu verpassen, viel zu schnell bei irgendwas einzusteigen oder etwas hinterherzuspringen. Dann natürlich FAT, genau solche Meldungen oder beziehungsweise auch Manipulationen. Und wenn ihr euch vor solchen Sachen schützen könnt, dann sorgt es eben dafür, dass ihr sehr gute und auch vor allem häufig konträre Handelsentscheidungen treffen könnt. Und genau das sorgt dafür, dass ihr die Rendite eures Portfolios so richtig verbessern könnt. Wenn ihr mehr Infos dazu braucht, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung mehr Infos und den passenden Link dazu. Wir hoffen, das Video hat euch weitergeholfen, hat euch so ein bisschen Ruhe wieder zurückgegeben. Guckt, wie schon gesagt, ganz genau hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video wieder.